Seid ihr bereit, fantastische Schnappschüsse von euch zu machen, um eine Modelagentur davon zu überzeugen, dass ihr die Richtigen seid? Im zweiten Teil der Serie Wie bekomme ich eine Agentur, werden wir nun in die Praxis gehen, Fotos mit einem Handy machen. Und ich werde euch Tipps geben, was ihr auf keinen Fall machen solltet. Also lasst uns eintauchen. And by the way, as you can hear, I changed my language to German. I'm figuring out what's the best for my audience. So let's see and please bear with me. Willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Im letzten Video habe ich die Gleichwertigkeit beider Parteien, ihr und die Agentur, gezeigt. Mit diesem Wissen könnt ihr jetzt beeindruckende Bilder machen, die mehr als 1000 Worte sprechen und beweisen, dass ihr perfekt für diese Agentur seid. Macht sie so neugierig, dass sie euch unbedingt persönlich treffen wollen und euch in ihre Agentur aufnehmen möchten. Lernt euer Körper, euer Instrument kennen, indem ihr jetzt auch als Fotograf agiert und euch kritisch betrachtet. Wirklich kritisch. Jetzt befinde ich mich in meinem kleinen Studio, wo ich hier meine Castings betreibe oder sogar dieses Video hier drehe. Ich habe zusätzliches Licht, das es mir ermöglicht, jederzeit und unabhängig von Tageszeit oder Lichtverhältnissen zu arbeiten. Ihr seht, dass es tagsüber recht hell ist. Was die meisten machen, ist die Frontkamera zu nutzen, bei der man sich selbst sehen kann und ein Bild zu machen. Hier hat zunächst die Sonne gestört, also erstmal warten, bis die Sonne weg ist und dann erneut. Aber ihr seht, dass die Qualität überhaupt nicht gut ist. Und wenn ich dann die Rückseite, die Hauptkamera nehme, dann ist das Bild wesentlich besser. Also merken, immer die Rückkamera nutzen, zumindest beim iPhone. Aber dennoch fehlt es an etwas. Deswegen habe ich mein Licht genommen. Es ist eigentlich wie die Sonne und ich kann es richten, wie ich es möchte. Und das ist das Wichtigste für mich, um das Beste aus mir zu holen. Ihr braucht natürlich kein Licht, wie ich es habe. Ihr könnt natürlich schauen, dass ihr das vorhandene Licht nutzt. Schaut, dass es möglichst bewölkt ist, sucht euch eine weiße oder neutrale Wand und macht es dann dort. Für mich jedoch sind die Castings an Fristen gebunden. Diese können zu jeder Zeit kommen und wenn sowas wie Umgebung, Lichtfall und Uhrzeit nicht ideal sind, werden die Bilder entsprechend flach sein. Aber jetzt zurück zu den Bildern. Später habe ich dann die verschiedenen Schnappschüsse gemacht, einmal von unten, dann auf Brusthöhe und einmal fast auf Kopfhöhe. Und wenn wir uns die Bilder anschauen, könnt ihr sehen, dass die Proportionen je nach Aufnahmewinkel natürlich variieren. Auf Brusthöhe wirkt das Bild in meinem Fall einfach besser, also Oberkörper und Unterkörper. Also schaut nach, bei welcher Höhe der Kamera ihr am besten ausseht. Nun zu den halbtotalen Aufnahmen. Das heißt von der Hüfte aufwärts bis zum Kopf. Ich habe die Einstellung ungefähr auf Brust- und Halshöhe mit meinem Telefon aufgenommen. Zuerst mal die Vorderseite, dann Profil, heißt Seite links und Seite rechts, dann noch die Hände, beide Seiten und zum Schluss eventuell noch ein authentisches Lächeln. Jetzt haben wir Ganzkörperaufnahmen sowie Halbprofil und Handaufnahmen gemacht. Das sind die Bilder, die Agenturen und Kunden immer haben wollen, um einfach zu zeigen, wie das Model aussieht. Jetzt seid ihr dran, Bilder von euch zu machen. Achtet darauf, dass ihr gute Lichtverhältnisse habt. Nächste Woche zeige ich euch nochmal hinter den Kulissen, wie ich Schnappschüsse von jemandem mache, der gerne in die Modelwelt eintreten möchte. Es ist eine Person, die einen geregelten Job hat, wie die meisten von euch, aber die Chance nutzt, es zu versuchen. Ich bin jetzt schon gespannt, wie die Bilder werden und noch gespannter, ob es Agenturen gibt, die ihn aufnehmen. Auf dem Markt werden viele Typen gesucht und entscheidend ist nicht unbedingt das Aussehen, sondern die Ausstrahlung, die von innen kommt und der Mut, aus der Komfortzone herauszukommen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert bieten, besonders im Bereich der Handykamera. Denn von nun an sprechen die Bilder für euch. Je besser die Bilder sind, desto höher sind die Chancen, Agenturen zu überzeugen und Aufträge zu ergattern. Abonniert mich, um die weiteren Teile der Serie über das Gewinnen einer Agentur zu verfolgen. Bis zum nächsten Mal.